For English, satellite push, satellite bat. Hallo zu einer neuen Reptil-TV-Folge. Mein Intro-Tierchen. Ich glaube, ich habe es schon das ein oder andere Mal verraten. Ich bin ein totaler Dornschwanz-Uromastix-Fan. Hier eine somalische Dornschwanzagame, Uromastix princeps. War früher fast nicht zu kriegen. Gell? Mittlerweile werden die wirklich regelmäßig gezüchtet. Sind für, naja, erschwinglich ist auch wieder anders. Sie sind schon noch relativ teuer, aber sie sind verfügbar. Das ist ein Jungtier hier, europäische Nachzucht. Ja, wunderschöne Tiere, wenn sie adult werden. Die Farben oder der Kontrast kommt noch deutlicher raus. Also ich liebe die Dornschwänze. Muss ich gerade mal noch drehen, dass man vielleicht auch noch wegen, die haben so abartshübsche Köpfe, ne? Und diese Mimik, dieser Kopf. Also ich finde die super und ja, deswegen heute für euch als Intro-Tierchen. Die Idee zur heutigen Folge habe ich der Zeitschrift Reptilia entnommen. Hier oben steht intelligente Reptilien. Das soll heute unser Thema sein. Können wir euch auch gleich so einen Film hier zeigen, den ich auf YouTube gefunden habe. By the way, ich wollte den Besitzer dieses Filmes anschreiben, ob wir den Film zeigen dürfen. Da stand leider kein Kontakt dabei. Also wir zeigen jetzt, lieber Filmbesitzer, wenn du das hörst, bitte uns nicht verklagen. Lass uns den Film so verwenden, ohne den rausstreichen zu müssen. Wir hätten dich gern kontaktiert, aber wie gesagt, war unmöglich, war kein Impressum, nichts dabei. Auf dem Film seht ihr eben diese Schildkröte, wie sie mit dem Ball spielt, ne? Und um spielen zu können, braucht man ja Intelligenz, ne? Also wenn ein völlig primitives, intelligenzloses Lebewesen spielt ja nicht, ne? Und ich glaube, dass wir unsere Reptilien vielleicht auch oft primitiver ansehen, wie sie wirklich sind. Also bei dem Artikel ist mir es hier aufgefallen, wo Sachen drin waren, wo ich dachte, ach was, das gibt's ja gar nicht, hätte ich gar nicht gedacht. Oder immer, wenn man so, also dass so Schildkröten so Spielverhalten zeigen, das hat man schon beobachten können. Also mir geht es wirklich so, immer mehr fallen mir Sachen auf, wo ich mir denke, ey Mensch, hätte ich gar nicht gedacht von der Echse, von der Schildkröte oder selbst auch von Schlangen, ne, wo man Schlangen ja vielleicht für ein bisschen primitiver hält, vielleicht wie Echsen und Schildkröten. Ne. Selbst da sind Sachen, wo ich gedacht habe, ja, da gehört eine Intelligenz dazu, dass das Tier so reagiert. Und deswegen soll das heute unser Thema sein. Also wie gesagt, in der aktuellen Reptilia sind da ein paar absolut verblüffende Storys über Intelligenz von Reptilien. Eine davon, da geht es um Weißkehlwarane, Varanus albigularis. Ein Weißkehlwaran habe ich jetzt gerade nicht da, deswegen habe ich symbolisch hier so einen hübschen schwarzen Theo genommen, die ich auch für wirklich intelligent halte. Ich könnte mir gut vorstellen, dass dieses Experiment auch mit den Theos gegangen wäre. In dem Experiment ging es darum, man hatte einen 12 Quadratmeter großen Raum zur Verfügung für das Tier oder mehrere Tiere, also man hat mehrere Tiere wohl genommen, um das Experiment zu machen, und hat an verschiedenen Stellen in den Raum immer 4 Schnecken gefüttert, also immer wegen die gleichen Stellen, ne? Also irgendwie die Ecke da drüben und dann mal da drüben und da drüben, also man hat immer so die gleichen Futterplätze genommen, und da gab es dann 4 Schnecken. Der Varan ist hin an den Platz, wusste, aha, ich kriege jetzt 4 Schnecken, also mit der Zeit, ne, hat er das gelernt, und hat auf seine 4 Schnecken gewartet. Dann hat er die bekommen, dann wusste er genau, okay, die 4 Schnecken habe ich jetzt bekommen, also gibt es an dieser Stelle keine Schnecken mehr. Dann ist er an die nächste Futterstelle sozusagen gegangen, hat die nächste Futterstelle abgeklappert, hat gewusst, aha, da kommen wieder 4 Schnecken. Hat die 4 Schnecken gefressen und ist an die nächste Stelle gegangen. So hat man das ein paar Tage gemacht und dann ist man hingegangen, hat ihm nur 3 Schnecken gegeben. Dann ist der Varan nicht von der Stelle gegangen, von dem Futterplatz zum nächsten, wie er es normal gemacht hat, sondern hat auf die 4. Schnecke gewartet. Er wusste genau, es gibt immer 4 Schnecken, also warte ich, da muss doch jetzt eine 4. Schnecke kommen, ja, und ging nicht an den anderen Futterplatz, wie er es schon machen würde, wenn er alle 4 gekriegt hat. Das gleiche Experiment oder hat man dann gesteigert auf bis zu 6 Schnecken. Ne? Da wusste er genau, es kommen 6 Schnecken. Bevor die 6. Schnecke nicht
gekommen ist, gehe ich auch nicht an den anderen Futterplatz, weil es kommen ja immer 6 Schnecken. Also hat dieser Varan definitiv auf 6 gezählt. Man hat dann gemerkt, bei 7 Schnecken war das nicht mehr so, also da hat er nicht mehr mitgezählt bis 7. Wenn mehr wie 6 Schnecken kamen und es kam keine mehr, also ob dann 8 oder 7 kamen, war egal. Wenn dann keine mehr kam, ist er an die nächste Futterstelle gegangen und hat den nächsten Futterplatz abgeklappert sozusagen, ob da auch 6 Schnecken, 7 Schnecken, was weiß ich, kommen. Ne? Also er hat definitiv bis 6 gezählt. Alles, was mehr wie 6 war, wusste er, naja, da kommen viele Schnecken. Also hat er nicht mehr mitgezählt, aber wusste, kommen viele Schnecken. Und wenn dann keine Schnecke mehr kam, ist er an den nächsten Platz gegangen. Ist also absolut verblüffend. Man hat über dieses Experiment nachgewiesen, dieser Varan kann bis 6 zählen. Ne? Sonst hätte der ja, das ist ja dann auch nicht irgendwie was wie ein Instinkt so, man muss da schon definitiv mitzählen. Also ich finde es total verblüffend und total spannend, dieser Versuch. Und hätte ich so nie erwartet, dass eine zumindest vergleichbare Echse wie so ein Theo hier wirklich definitiv bis 6 zählen kann. Beim nächsten Intelligenzversuch ging es um Schildkröten, um Köhlerschildkröten. Also ich habe jetzt auch keine Köhlerschildkröte da, aber eine Aldabra-Schildkröte hier. Aber wie gesagt, beim Versuch Köhlerschildkröte, Geochelone carbonaria, hat man genommen und hat einen Versuch mit einem Labyrinth gemacht. Man hat ein 8-armiges Labyrinth gehabt, ne, mit 8 verschiedenen Gängen und hat in den Gängen Erdbeeren als Leckerli versteckt. Ne. Und die Schildkröten sind die Gänge abmarschiert, sind in den ersten Gang rein, haben die Schildkröten gefressen, kamen wieder raus, sind in den nächsten, haben die die Erdbeeren gefressen im nächsten Gang wieder raus. Und so haben die Schildkröten oder die Schildkröte aus dem speziellen Versuch dann, hat diese Gänge abgegrast und konnte die aber auch ganz klar voneinander unterscheiden, die Gänge. Also die ist nicht, ich weiß nicht, wer von euch sich schon mal, oder bestimmt jeder schon mal, sich irgendwo verfahren hat in einer großen Stadt. Man fährt ja 100-mal in die gleiche Straße rein und merkt irgendwann, ach Mist, hier war ich schon, dreht wieder um und so weiter. Also Labyrinth, die Straßen sind ja vielleicht die Labyrinthe der Neuzeit. Also einem selber, glaube ich, geht so, dass man, wenn man sich vorstellt, so ein Labyrinth mit 8 Gängen, ich bin mir sicher, mir als Menschen würden mehrere oder viele Gänge mehrmals abklappern, weil man denken würde, ah, war ich da schon? Ah nee, gehe ich nochmal reingucken, ach Mist, keine Erdbeeren da und so weiter. Den Schildkröten ist das nicht passiert. Die sind in jeden Gang rein, Schildkröten gefressen, wieder raus, nächste Gang und so weiter. Den Versuch hat man dann auch noch weitergeführt, hat einige Gänge oder hat die Gänge mit Vorhängen abgedeckt, abgedunkelt, um das Ganze noch schwieriger zu machen, hat die Gänge zum Teil markiert, weil man gedacht hat, naja, vielleicht orientieren die sich an der Markierung von dem Vorhang, dass sie in dem Gang schon drin waren. Und hat dann aber am Schluss auch festgestellt, nee, es sind auch nicht irgendwelche Markierungen. Die haben scheinbar ein Gespür dafür, also so ein eingebautes GPS, in welchem Gang die schon drin waren, in welchem nicht. Ne? Also finde ich auch absolut verblüffend. Wie kann das eine Schildkröte wissen? Beziehungsweise im Nachhinein hat man es auch verglichen mit Säugetieren und hat wirklich festgestellt, dass dieser Orientierungssinn bei einer Schildkröte deutlich höher ist wie bei einem Säugetier. Ne? Also wir Menschen als Säugetier auch mit verglichen. Also da muss deutlich mehr Intelligenz da sein. Wenn wir es gerade von Intelligenz haben, also der einzige Unterschied ist, dass ich hier vielleicht nicht neben den Tisch pinkel im Vergleich zu meiner Schildkröte, aber zumindest was den Orientierungssinn betrifft, ist diese Schildkröte mir wahrscheinlich deutlich überlegen. Und dann gab es einen Versuch mit so Leopardgeckos hier. Da hat man 7 Leopardgeckos genommen. Man hat ein Vorführertier sozusagen genommen. Bei dem in seinem Terrarium hat man einen mit einem Laserpunkt irgendwohin einen Punkt projiziert. Ne? An dieser Leopardgecko hat diesen Laserpunkt angeschaut oder fixiert, weil der wohl einen optischen Reiz für ihn ausgelöst hat. Und man hatte 6 andere Tiere, die in seiner Umgebung waren, wo aber
diesen Laserpunkt nicht sehen konnten. Ne? Also räumlich so geschickt gemacht, dass die anderen 6 Tiere den Punkt nicht gesehen haben. Den konnte nur der Vorführer sehen. Aber die anderen 6 Leopardgeckos konnten erkennen, dass der Leopardgecko immer in die eine Richtung guckt. Ne? Und entsprechend haben die anderen 6 dann auch versucht, in diese Richtung zu gucken, wo der eine guckt. Ne? Also ähnlich wie bei uns auf dem Rummel oder beim Sommerschlussverkauf oder was weiß ich, wenn alle an einem Stand sind und alle gucken, was gibt es denn da Tolles, dann kamen die anderen auch. Ne? Also irgend so eine Art Neugierde sozusagen. Ne? Also die anderen 6 Leopardgecko haben sich gefragt, wieso guckt der immer in die Richtung, da muss doch irgendwas ganz Tolles sein, und haben, wie gesagt, auch versucht, in diese Richtung zu gucken. Also auch dazu gehört ja Intelligenz. Ne? Also das heißt, wenn ihr nächstes Mal beim Sommerschlussverkauf oder beim Rummel alle auf dem gleichen Pulk steht, dann könnt ihr sagen, ja, der Stefan hat gesagt, das ist intelligent, wenn alle das Gleiche machen. Gell? Nee, aber das ist schon auch ein verblüffender Versuch, hat mich echt auch absolut fasziniert. Also ich finde es echt wahnsinnig spannend mit der Intelligenz. Eben hier in der Reptilia sind noch andere Beispiele drin, oder Schildkröten, ne, wo eine Schildkröte die andere beobachtet, die ein Problem löst, ne, und dann gibt es ja irgendwie als Belohnung ein Futter oder irgendwie was. Die eine beobachtet die andere, wie die das Problem löst, dann ihr Futter bekommt. Und wenn die Schildkröte die Möglichkeit hat, dahin zu gehen, also das Beobachten hat ausgereicht, damit die wusste, wie man das löst, wie man, was weiß ich, an dem Hebel zieht oder weiß der Herrgott, was in dem Fall war, und hat es direkt vom Zugucken gelernt. Ne? Also ich finde das super spannend. Wie gesagt, da gibt es noch mehr drüber hier in der aktuellen Reptilia-Ausgabe. Ein ähnliches Thema wie die Intelligenz ist Konditionierung von Reptilien, beziehungsweise ich würde sagen, das geht ja Hand in Hand. Ne? Es sind einfach vielleicht 2 ähnliche Themen im gleichen Bereich, wie man die konditionieren kann, also mit irgendwelchen Belohnungen oder mit irgendwelchen Geräusche oder Pavelsche Hund, ne? Das ist ja so der Urbegriff der Konditionierung. Ich fände es super spannend, da mal eine Folge drüber zu machen. Wenn ihr Beiträge dazu habt oder Informationen dazu habt oder vielleicht bitte nach Rücksprache, vielleicht irgendwie kurzer Film, wie das bei euch und eurem Terrarientier läuft, dass er mir eine E-Mail schickt, das und das, ich kann es mal filmen, ich kann es dir als Film-Download zuschicken oder so. Das fände ich super spannend, würde ich echt liebend gern eine Folge drüber machen. Also wenn ihr da was wisst, wenn ihr was habt, schreibt mich bitte an. Tun wir ein wenig zusammen schreiben, ob wir da was draus machen können. Und dann seid ihr mal mit eurem Terrarientier vielleicht in einer Folge drin, der dann, was weiß ich, Männchen macht, wenn es Futter gibt oder irgendwas, auch immer in der Richtung. Freue ich mich drauf, wird bestimmt toll. Soweit zur heutigen Folge Intelligenz bei Reptilien. Wem es gefallen hat, bitte Daumen hoch geben, Kanal abonnieren, bleibt mir treu bis zur nächsten Folge und checkt die Reptilien allgemein.